Also, Servus, habe die Ehre, herzlich willkommen. Ich präsentiere euch heute mal einen kleinen Überblick über unsere neue Premium Expansion Map Sri Lanka. Die ist angesiedelt in Mitteleuropa und wie man unschwer erkennen kann, ist es so eine Mischung aus der Gegend der östlichen Nachbarn Deutschlands, Polen, Tschechien, sowas. Also vom Stil her orientiert sich das an diesen Ländern, aber ist wie gesagt in Mitteleuropa angesiedelt. So, wir starten hier an unserem Stadtbauernhof, also so ältere Gebäude, typisch für die Landschaft, Scheune. Hier haben wir einen Hühnerstall, der ist funktionsfähig, und hier der große Silo. Und ja, man sieht schon, also die Landschaft ist eher flach. Die Felder sind sehr streifenförmig und länglich angelegt. Also ich kann jetzt leider nicht auf die Map zugreifen, aber ihr werdet es dann sehen. Aber es ist eben für die Region typisch. So, dann schwingen wir uns mal in den schönen neuen Trecker, den wir hier extra für die FarmCon kreiert haben, und begeben uns auf eine kleine Rundreise durch diese neue Map Sri Lanka. So, also da machen wir das selbst mit mir aus. So, da im Hintergrund links sehen wir schon den neuen Getreidesilo. Ein ziemlich großer Hoshi. Fangen wir gleich mal hin, den werden wir uns sehen. Da oben sieht man übrigens schon eines der charakteristischen Storchennester, den gibt es hier zuhauf. Das ist charakteristisch für die Landschaft. So, ein in den Getreidesilo, der Einfahrt mit Lechnerhäuschen, und hier sieht man schon ein ziemlich stattliches Gebäude. Hier sieht man schon ein schönes Detail, diese animierten Lüfter, sieht einfach cool aus. Neuigkeit für dieses Spiel, kann mich da gar nicht satt sehen an den Dingern, das ist ein ziemlich cooler Effekt. So, gehen wir mal in der Runde. So. Die Abladestelle, einmal im Kreis, und man sieht schon, die Felder sind sehr groß und weitläufig, also durchaus geeignet für größere Maschinen. So, einmal die Tour rum. Da ist man schon ein gutes Stück unterwegs, das ist schon ein richtiger Brocken. So. Verlassen wir das Areal und biegen wieder ab auf die Landstraße. Dann sehen wir, umschauen, da vorne rechts kommt gleich eins der neuen Features, und zwar die Kartoffelchips-Fabrik. So. Koslowski. Hört sich leicht polnisch an. So, hier werden aus Kartoffeln Kartoffelchips hergestellt, lecker frittiert und gewürzt, und kann man dann eben verkaufen. Gab es bisher so auch noch nicht. So, dann nehmen wir den Hinterausgang und dackeln mal wieder Richtung Hauptstraße. Schön umschauen, Vorsicht, rechts vor links. So, dann kommen wir hier zur Fernstraße, das ist so die Hauptverkehrsader am Rand von der Map. Da ist leider abgesperrt, da kommen wir nicht weiter, deswegen biege ich jetzt ab. Da sehen wir dann hier schon einen kleinen Spoiler, das ist Werbung für die Klavierfabrik, die auch auf dieser Map zu finden sein wird. Und da kann man dann aus dem geschlagenen Holz am Ende Klaviere erstellen lassen. Und hier fährt auch die Eisenbahnlinie, und es gibt auch, wie schon in anderen Maps, einen schönen Aussichtsturm. Da fahren wir jetzt mal hin. Das hier ist so am Nordrand bzw. Ostrand der Karte
ein ausgedehntes Waldgebiet, also da kann man schön Holz machen, ne? Also auch für die Leute, die gerne eben Forstarbeit machen, ist die Karte sehr interessant. Ich kletter jetzt da nicht rauf auf den Turm, weil das überlasse ich dann euch, ich will hier nichts spoilern, aber ich mache mal einen kleinen Abstecher ins Waldgebiet. Wir haben neue Baumsorten, und zwar Zitterpappel und Buche, und die Eichen sind auch überarbeitet worden. So, da haben wir hier so ein kleines altes Holzlager, das da einfach mitten im Wald rumsteht. Also der Wald ist auch durchzogen von verschiedenen Pfaden. Da gibt es einiges zu entdecken, würde ich sagen. So. Und hier zur Linken sehen wir schon die Bahnlinie mit dem Bahnsilo. Da kann man dann auch sein Getreide und seine Ernteerzeugnisse hinbringen und die von der Bahn abtransportieren lassen. Das ist auch ein komplett neues Gebäude. Aber wie gesagt, die Veteranen kennen die Bahnverladung ja schon aus älteren Spielen. So. So, dann fahren wir jetzt mal auf der Hauptverkehrsstraße runter. Also die Map ist schon ziemlich weitläufig. Zur Linken haben wir halt hauptsächlich Felder durchzogen von Bewässerungsgräben und diversen Baumreihen. Und hier zur Rechten ist eigentlich fast alles Wald mit einem angegrenzten Sumpfgebiet. Also da gibt es einiges zu entdecken. Wir haben uns da schon wirklich Mühe gegeben. Da sieht man nochmal schön, wie weit das geht hier. So. Und hier haben wir das Sägewerk. Da fahre ich jetzt auch mal kurz rein. Ursava. Weiß ich, dass kein Zug kommt. Ja, kommt nichts. So. Da steht schon haufenweise Holz rum. Hier kann man es dann abladen. Und praktischerweise steht das direkt am Wald, da führt sogar ein Pfad rein, ja, und da kann man dann direkt reingehen und sich mit der Kettensäge direkt Nachschub holen. Geht schnell und ist effektiv. So. Und wieder zurück. So. Was ist da los? Bin ich so gut, dass die Leute hier fallen lassen, oder was? So, ups. Da biege ich jetzt ab, da geht es Richtung Wald und Wiesen, beziehungsweise Richtung Dorf. Da am Ende der Straße kommen wir dann in das große Dorf. Dazwischen gibt es ein paar landschaftliche Leckerbissen, wie zum Beispiel jetzt hier diese alte Windmühle. So. Leider nicht mehr funktionsfähig, aber ist halt landschaftlich sehr schön. Da sieht man auch wunderbar unseren animierten Storch, der ganze Stolz, bringt gerade die Kinder. Und wir fahren mal weiter auf dieser Nebenstraße. Ja, da sieht man schön, die Felder sind so längliche Streifen, die, ich weiß nicht, ich glaube insgesamt sind es knapp 80 oder 90 Felder auf der Map. Und ja, also da kann man einiges machen. Wird nicht so schnell langweilig. Ja, da geht es über den Bewässerungsgraben. Und da sehen wir dann auch schon das Dorf bzw. die kleine Stadt, die halt eben auch so landestypisch polnisch oder tschechisch angehaucht ist. Das ist ja wie so ein schlauchartig angelegtes Dorf entlang einer Hauptverkehrsstraße, und links und rechts sind halt die Gebäude. Teilweise alte Bauernhütten und teilweise auch diese Plattenbauten, die man im Hintergrund sieht. Wo ich jetzt gerade durchfahre, das ist die Konservenfabrik. Da kann man die neuen Gemüsesorten, die wir haben, das sind Karotten, Pastinaken und rote Beete, in Einmachgläser verpacken und verkaufen. Und das geht, wie gesagt, in dieser
Fabrik. Direkt gegenüber ist die Schreinerei, wo das Holz weiterverarbeitet wird. So, mache ich auch mal eine Runde. Und hier sieht man schon den Plattenbau. So, da sind die klassischen alten Bauernhäuser und hier die schönen verzierten Gebäude, die dann in, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahren in der Gegend gebaut wurden. So, machen wir mal eine kleine Runde durch. Sieht recht idyllisch aus. Schön auch diese animierten auf die Wäsche, die aufgehängt ist an den Balkonen, flattert schön im Wind. Sehr putzig. So, dann arbeiten wir uns vor zum Weg ins Dorfinnere. Da haben wir hier einen kleinen Kiosk. Das hier ist die Bäckerei. Wie in den vorher schon kann man da eben bestimmtes Gebäck wird da hergestellt, wenn man Sachen anliefert. Gegenüber ein kleiner Supermarkt. Naja, Supermarkt ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, ist mehr so ein Kramerladen, aber nichtsdestotrotz heißt der Supermarkt. Und wie gesagt, da liefert man halt auch seine Waren an. Ja, nettes Trampolin hier. Und dieses gelbe Gebäude, das so ein bisschen wie eine Turnhalle ausschaut, ist die Klavierfabrik. Da liefert man eben Holz an und da werden dann Klaviere draus gefertigt. Das ist so ein Special Building, so in etwa wie die Achterbahn in der Forestry Map. So, dann haben wir hier so eine Poliklinik oder was das ist, aber nicht funktionsfähig. Hier werden die Häuser ein bisschen größer. Feuerwehrstation. Können dann die Modder sicherlich was Schönes draus machen, Feuerwehrmod oder was weiß ich, Einsätze. So, dann kommen wir hier zum Ortszentrum. Zur rechten Seite ist ein kleiner Park. Da könnte ich eigentlich mal, ja gut, leider kein Parkplatz, ich stelle jetzt hier mal illegal hin und blockiere die Straße, letzte Generation mäßig, und mache mal eine kleine Tour in den Park. Da haben wir so einen kleinen Pavillon mit einem Weiher, sehr romantisch. Da hinten ist noch einer. Und ja, wir haben auch neue Passanten. Und hier ist noch ein Spielplatz für die Kleinen. Ich weiß gar nicht, was man jetzt da groß machen kann, aber wie gesagt, es wurde an alles gedacht. So, da gegenüber sieht man schon die Kirche, auch ein landestypisches Gebäude. So, ich beam mich jetzt mal wieder illegalerweise in den Traktor zurück und wir setzen unsere Tour fort. Da am Horizont kann man schon erkennen, diesen zylindrischen Gegenstand, das ist eine Suppendose. Denn Sup, das ist die Suppenfabrik, auch ein neues Gebäude. Die stelle ich jetzt auch kurz noch mal. Hier sind noch mal so ein Plattenbaukomplex. Tanke darf auch nicht fehlen. Und hier die schöne Suppenfabrik. Da wird dann auch das Gemüse, also verschiedene Gemüsesorten werden dann eben Dosensuppen gemacht, die sich dann verkaufen lassen. Auch mal eine kleine Tour. Supp. Sehr nice. Und hinten wieder raus. So. Und wenn wir da weiter aus dem Dorf rausfahren, ist noch, ja, fast schon am Rand der Map die Molkerei. Da mache ich auch nochmal einen Abstecher hin. Und
ja, wie gesagt, da werden halt, wie die meisten wissen, werden die Milchprodukte hingeliefert und es wird Butter, Käse und so weiter draus gemacht. So. Das war natürlich noch nicht alles. Jetzt müssen wir wieder ins Dorf zurückfahren. Da gibt es noch ein paar andere nette Features und Produktionsgebäude, die ich euch unbedingt vorstellen will. Deswegen fahren wir jetzt mal von der anderen Seite in das Dorf hinein. Ja, 50 immer auf den Tacho achten. Ja, okay. So, wenn wir jetzt hier abbiegen und runterfahren, kommen wir zum Fußballplatz. Hier schön verborgen hinter Bäumen, aber es ist ein kompletter Fußballplatz. Darf natürlich in keinem Dorf fehlen, logischerweise. Ups, was war ich da hin? Und dahinter verbirgt sich noch etwas abseits gelegen die Textilfabrik, wo man eben seine Schafwolle hinbringen kann. Ein schönes altes Ziegelgebäude. Und ja, hier kann man dann wieder rausfahren. Ja, geht das? Wir fahren mal hinten beim Fußballplatz vorbei. Da kann man raus. Ich muss mir das mal selber anschauen. Ich habe das mit Tribünen. Ja, nice. Sieht aus wie ein Fußballplatz. Sehr cool. So, zurück. So, dann nehme ich mal eine Abkürzung über das Vereinsheim vom Fußballverein und fahre durch den Wald wieder zurück ins Dorf. Hier sieht man praktisch die Rückseite vom Stadtpark mit dem Weiher und dem Ding. Jetzt sind wir wieder hier. So. Und wenn ich jetzt hier reinfahre, gibt es noch eine andere interessante Sehenswürdigkeit. Und zwar das ist so eine Art, das ist so eine Art Museumsdorf mit denkmalgeschützten Häusern. Kann man mal reingehen. Reinfahren wird nicht funktionieren, weil es zu eng dafür ist, aber es ist halt so auch so eine kleine Sehenswürdigkeit. Hier denkmalgeschützt praktisch Kulturerbe. Hier hat man die antiken, schön bemalten Bauernhäuser und kann da durchflanieren und sich das mal anschauen. Das ist wirklich nett anzusehen. So, ich bin mich mal zum Trecker zurück. Was haben wir noch? Da hinten ist dann noch irgendwo der Viehhändler. Ich muss mal schauen, ob ich den erwische. Ja, genau, geradeaus. Da ist er. Ja, da kann man schön sehen, wie die Felder aufgeteilt sind. Das ist alles sehr länglich, aber durchaus eben dadurch geeignet für große Maschinen. So, hier ist der Viehhändler, wo man eben seine Tiere kaufen und verkaufen kann. Das ist ja auch wie in allen anderen Teilen. So, und wir fahren wieder retour und nähern uns langsam dem Ende.
So, noch über den Hügel und dann sind wir schon fast da. Und zwar natürlich fehlt noch ein wichtiges Gebäude, und zwar der Landmaschinenhändler, der praktischerweise direkt neben dem Museumsdorf ist. Also hier kann man seine ganzen Maschinen und Traktoren kaufen und reparieren. Und ausgesprochen praktischerweise befindet sich der diesmal direkt gegenüber unserem Hof. Also keine ewigen Anfahrten. Kommt manchen sicherlich entgegen. So, das war's dann eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Geschmack und Lust auf die Karte bekommen. Und ja, das war's dann von mir. Wie bin ich mit der Zeit? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Und ich hoffe, es hat gepasst. Ich habe nichts vergessen. Ich konnte natürlich leider keine großartigen Romane erzählen über irgendwelche großartigen Sachen. Es war halt mehr eine visuelle Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine tolle FarmCon.